Hi, hier ist Thorsten von deinenDLRP.de. Da wir immer wieder nach dem Fastpass im Disneyland Paris gefragt werden, gibt es heute ein Video, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Ich werde euch folgende Fragen beantworten. Was ist der Fastpass? Wie funktioniert er? Welche Attraktionen mit Fastpass gibt es? Wo lohnt sich der Fastpass? Und welche Arten von Fastpass gibt es? Und ganz wichtig, der Fastpass mit Disneyland Paris kostet euch nichts. Ihr könnt ihn nicht kaufen, er ist bereits in eurer Eintrittskarte enthalten. Ein toller Service, wie wir finden, und ein deutlicher Unterschied zwischen dem Disneyland Paris und vielen anderen Parks, die sich so einen Pass gut bezahlen lassen. Frage 1. Was ist der Fastpass überhaupt? Der Fastpass ist ein Ticket, das es euch ermöglicht, die Wartezeit an einigen der beliebtesten Achterbahnen und Attraktionen im Disneyland Paris zu verkürzen. Ihr müsst also nicht in der regulären Schlange warten, sondern könnt einen speziellen Eingang nutzen und seid innerhalb weniger Minuten an der Reihe. Das hört sich gut an? Ja klar. Dann lasst mich euch erklären, wie der Fastpass funktioniert. Wie funktioniert der Fastpass? Wenn ihr eine Attraktion mit dem Fastpass nutzen wollt, geht zur entsprechenden Attraktion, zum Beispiel zu Big Thunder Mountain. An welchen Attraktionen ihr den Fastpass nutzen könnt, verrate ich euch etwas später in diesem Video. Begebt euch zu den Fastpass-Automaten an der Attraktion und scannt eure Eintrittskarte oder euren Jahrespass. Sobald ihr das erledigt habt, erhaltet ihr den Fastpass für die entsprechende Attraktion. Auf dem Ticket seht ihr, dick aufgedruckt, zu welcher Uhrzeit ihr mit verkürzter Wartezeit fahren könnt. Kommt einfach in diesem angegebenen Zeitfenster zum Fastpass-Eingang der entsprechenden Attraktion und schon kann es losgehen. Jetzt müsst ihr mit ein wenig Glück gar nicht mehr warten oder vielleicht noch 10 Minuten, was natürlich ein riesiger Vorteil ist, wenn die normale Warteschlange mal wieder 60 oder gar 90 Minuten in Anspruch nehmen würde. Auf dem Fastpass-Ticket seht ihr auch, zu welcher Uhrzeit ihr einen weiteren Fastpass ziehen könnt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder direkt nach Ablauf des Zeitfensters für den Fastpass, den ihr gerade in den Händen haltet, oder 2 Stunden nachdem ihr den ersten Fastpass gezogen habt. Gibt es zum Beispiel für Peter Pan morgens um 11 nur noch Fastpässe ab 16:30 Uhr, was durchaus keine Seltenheit ist, dann könnt ihr dieses Ticket ziehen und ab 13 Uhr einen weiteren Fastpass in einer anderen Attraktion, zum Beispiel bei Space Mountain, holen. Dies ist auch die einzige Möglichkeit, dass ihr 2 Fastpässe gleichzeitig für einen Park habt. Denn normalerweise ist es so geregelt, dass jeder nur einen Fastpass besitzen kann. Es bringt euch also nichts, morgens früh um 10 Uhr alle Fastpass-Automaten abzulaufen und Tickets zu sammeln. Das funktioniert nicht. Ihr könnt allerdings einen Fastpass für eine Attraktion im Disneyland Park ziehen und einen für eine Attraktion in den Walt Disney Studios. Das ist aber ein ziemliches Hin- und Hergerenne und daher nicht unbedingt zu empfehlen. Wichtig zu wissen ist noch, dass die Fastpass-Automaten erst zur offiziellen Öffnung des Parks in Betrieb genommen werden. Ihr also in der Extra Magic Time noch keinen Fastpass ziehen könnt. Außerdem gibt es keine unbegrenzte Anzahl an Fastpässen. Es kann also durchaus sein, dass ihr an stark besuchten Tagen ab mittags keine Fastpässe mehr erhalten könnt, da diese bereits vergriffen sind. An schwach besuchten Tagen sind die Automaten außerdem an einigen Attraktionen, an denen sich normalerweise keine langen Schlangen bilden, nicht in Betrieb. Nachdem ihr nun wisst, wie der Fastpass funktioniert, ist es natürlich wichtig, auch zu wissen, an welchen Attraktionen er gültig ist. Im Disneyland Park gibt es 6 Attraktionen mit Fastpass. Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear, Indiana Jones, Peter Pan, Star Tours und Space Mountain. Im Walt Disney Studios Park sind es 4 Attraktionen: Flying Carpets over Agrabah, Ratatouille, Rock'n'Roller Coaster und The Tower of Terror. Doch an welchen dieser Attraktionen lohnt sich der Fastpass? Eigentlich sind alle der Attraktionen, die an das Fastpass-System angeschlossen sind, sehr gefragt, sodass sich schnell lange Warteschlangen bilden. Allerdings haben Space Mountain und Ratatouille sogenannte Single-Rider-Lines, sodass ihr, wenn es euch nichts ausmacht, getrennt voneinander zu fahren, auch diesen Eingang anstelle eines Fastpasses nutzen könnt. Für Familien oder Gruppen kommt diese Variante allerdings nicht in Frage. Daher hier unsere Top-Tipps zum Fastpass. Im Disneyland Park solltet ihr euch zwischen Big Thunder Mountain und Peter Pan entscheiden und direkt morgens einen Fastpass für die Attraktion eurer Wahl holen. Denn an diesen beiden Attraktionen sind die Tickets erfahrungsgemäß am schnellsten weg. Bei Star Tours hingegen ist die Nachfrage meist nicht so groß, sodass es hier in der Regel im Laufe des Tages immer noch Pässe gibt. In den Walt Disney Studios sind die Fastpässe für Ratatouille am schnellsten ausgebucht und meistens bereits um die Mittagszeit herum vergriffen. Auch beim Tower of Terror herrscht eine große Nachfrage. Beim Rock'n'Roller Coaster an den fliegenden Teppichen kommt es eigentlich nur an sehr stark besuchten Tagen vor, was die Fastpässe ausgibt. Es gibt unterschiedliche Arten von Fastpässen. Diese wollen wir euch nun vorstellen.
Im Disneyland Paris gibt es 3 verschiedene Arten von Fastpass. Alle sind kostenlos und können nicht extra gekauft werden. Zum einen gibt es den ganz normalen Fastpass, der so funktioniert, wie wir es gerade vorgestellt haben und den jeder Besucher mit seiner Eintrittskarte nutzen kann. Dann gibt es den Hotel Fastpass. Diesen erhalten Gäste der Clubetagen der Disney Hotels New York, Newport Bay Club und Sequoia Lodge. Dieser Hotel Fastpass kann einmal am Tag an einer Attraktion genutzt werden, allerdings nicht zwischen 13 und 16 Uhr. Außerdem gibt es noch den VIP Fastpass, den Gäste der Suiten in den Disney Hotels sowie Gäste des Castle Clubs und Disneyland Hotel erhalten. Dieser Pass ist während des Aufenthalts unbegrenzt an allen 10 Fastpass-Attraktionen des Resorts gültig. Zu jeder Regel gibt es eine Ausnahme. Beim Fastpass ist es der neue Access One. Diesen könnt ihr aktuell bis zum 30. September 2018 für 15 € kaufen. Er berechtigt euch zu einer einmaligen Fahrt in einer Fastpass-Attraktion eurer Wahl. Kaufen könnt ihr diesen Pass in einem Shop in der Nähe der jeweiligen Attraktion. Bei Buzz Lightyears Laser Blast ist er zum Beispiel in Constellations erhältlich, beim Tower of Terror im Tower Hotel Gifts. Ob es sich um einen reinen Test handelt oder der Fastpass Access One dauerhaft zu nutzen sein wird, ist zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht bekannt. So, ich hoffe, ihr wisst nun, was der Fastpass ist, wie ihr nutzen und damit wertvolle Zeit sparen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden, damit sie sich ebenfalls über das Disneyland Paris informieren können und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr auch noch den Button mit der Glocke anklickt, werdet ihr jedes Mal informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen.